Medikament Mirtazapin wird so häufig verschrieben, dass man es kaum glauben kann. Dieses Medikament soll vor allen Dingen gegen Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen unheimlich gut wirken. Aber was ist da eigentlich dran? Was sind Nebenwirkungen? Was sind mögliche Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Medikamenten? Was ist dieses Medikament und vor allen Dingen, wie hat es bei mir gewirkt? Darum geht es im heutigen Video. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um das Psychopharmakum Mirtazapin. Was ist eigentlich Mirtazapin? Mirtazapin ist ein Antidepressiva, das erste Mal 1976 von der Firma AkzoNobel patentiert wurde. Dieses Medikament wirkt anders wie die modernen SSRI nur auf den Serotoninspiegel, sondern auch auf den Noradrenalinspiegel. Was soll das heißen? Das bedeutet, dass dieses Medikament dafür sorgt, dass du weniger Serotonin, so die These, aus dem Gehirn verlierst, aber auch das Hormon Noradrenalin. Das heißt, es wirkt auf beide Rezeptoren. Auf der einen Seite soll verhindert werden, dass das Serotonin aus der Blut-Hirn-Schranke weiter verloren geht und auf der anderen Seite auch das Noradrenalin, dass das auch weniger verloren geht. Das heißt, es ist genau anders wie beim den modernen SSRI, die nur auf den Serotoninspiegel anspielen. Also was wichtig ist bei diesem Medikament, ist, dass dieses Medikament eine Blockade des 5-HT2-Rezeptor herbeiführt und gleichzeitig eine Senkung des Cortisolspiegels. Das heißt, was einen sehr großen Vorteil hat bei der Anorexia, Magersucht. Das heißt, Menschen, die unter Magersucht leiden, können bei diesem Medikament profitieren. Der 5-HT2-Rezeptor sorgt dafür, dass der Appetit sehr stark ansteigt. Das heißt, Menschen, die jetzt keine Anorexia nervosa haben, werden sehr stark zunehmen durch diese Blockade des 5-HT2-Rezeptors. Des Weiteren wird das Medikament auch eingesetzt bei allen möglichen Angststörungen, bedeutet generalisierte Angststörung, soziale Phobie, Panikstörung und darüber hinaus auch Zwangsstörungen im Zwangsgedankenbereich, aber auch Zwangshandlungen wird es eingesetzt und bei mittelschweren bis schweren Depressionen wird es auch eingesetzt. Wichtig zu wissen ist aber bei diesem Medikament, dass es anders wie die modernen SSRI sehr schläfrig und sehr müde macht. Deswegen setzt man es normalerweise eher zu Abend ein. Denn wenn du es in der Früh nimmst, naja, da wirst du auch den ganzen Tag sehr schläfrig und sehr, sehr müde sein. Aber dazu komme ich später noch in dem Video. Wo du dieses Medikament unter gar keinen Umständen einnehmen solltest, beziehungsweise was du unbedingt beachten solltest. Da komme ich jetzt dazu. Einmal, solltest du Diabetes mellitus haben, egal ob Typ 1 oder Typ 2, bitte Mirtazapin nicht nehmen. Bei niedrigem Blutdruck auch bitte auf keinen Fall kein Mirtazapin nehmen. Zu den psychischen Erkrankungen sehr, sehr wichtig. Solltest du unter einer Psychose leiden, unter Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn oder einer Schizophrenie, darf nur, hör zu, unter Umständen, wenn der Arzt das abwiegt und das absegnet, kannst du Mirtazapin auch nehmen. Aber ich glaube eher nicht, dass ein guter, renommierter Psychiater dir das verschreiben wird, wenn du unter so einer Erkrankung leidest. Solltest du Leberfunktionsstörungen haben oder hohe Werte im Gamma-GT, GOT und GBT-Bereich, in diesen Werten erhöhte Probleme haben, bitte auch unter gar keinen Umständen Mirtazapin nehmen. Das gleiche gilt auch für schlechte Nierenwerte. Da bitte das auch abchecken lassen und unter gar keinen Umständen da auch kein Mirtazapin nehmen.
Also kommen wir mal zu den Nebenwirkungen. Also es ist wirklich eine ganze Palette, aber ich sage jetzt einmal die häufigsten Nebenwirkungen. Das sind unter anderem sehr, sehr häufig unnormale Träume. Das sind oft so paranormale Träume, wo man sich wundert, irgendwie so komisch und so verwirrt etc. Verwirrtheit kann auch unterm Tag kommen, vermehrt vor allen Dingen in der Anfangszeit Angst, unter Umständen auch Panikattacken. Selten, es ist aber eher selten, ist so Schlaflosigkeit, Antriebslosigkeit, Schwindel, Zittern kann dazu kommen, Übelkeit kann auch dabei kommen und dass man irgendwie solche anderen Körperveränderungen manchmal so spürt, die irgendwie ein bisschen eigenartig sind. Muskelschmerzen, Rückenschmerzen sind auch öfters mit dabei und es kann auch zu Wassereinlagerungen kommen, vor allem in den Armen und in den Beinbereich. Was ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, ist dieser extreme, und der wird eigentlich immer dabei sein, das ist so ein extremer Appetitanstieg. Das heißt, du kannst richtige Heißhungerattacken bekommen, also das ist nahezu eigentlich immer dabei. Bei der Lipido, wie bei den SSRI, ist es bei Mirtazapin tatsächlich nicht so, und das wird nicht so häufig beobachtet bei diesem Medikament. Ganz kurz möchte ich mit anmerken, weil das sehr, sehr wichtig ist: Menschen unter 18 Jahren dürfen dieses Medikament nicht einnehmen. Es wurde früher festgestellt, dass es zu sehr starken aggressiven Verhalten kommen kann und in extremen Fällen sogar zu suizidalen Handlungen. Deswegen ist dieses Medikament für Menschen unter 18 Jahren auf gar keinen Fall geeignet. Kommen wir mal zu den Wechselwirkungen, und da sollte man besonders bei Mirtazapin öfters ein bisschen aufpassen, was man da zu sich nimmt. Hört zu, es ist ganz, ganz wichtig. Fangen wir mal kurz harmlos an mit dem Johanniskraut. Es sollte auf gar keinen Fall zusammen kombiniert werden mit Johanniskraut, weil das sich gegenseitig sehr stark beeinflussen kann, beziehungsweise die Wirkung von Mirtazapin stark erhöhen kann. Deswegen in der gleichzeitigen Einnahme Finger weg davon, bitte nicht nehmen. Kommen wir zum Alkohol. Alkohol aufpassen. Bei Mirtazapin ist es so, es ist ja sehr sedierend und Alkohol ist auch sedierend. Das heißt, es beeinflusst sich gegenseitig unheimlich stark, und deswegen ist von einer gleichzeitigen Einnahme von Mirtazapin mit Alkohol absolut abzuraten, und das sollte nicht gemacht werden. Kommen wir weiter zu den Benzodiazepinen bzw. Tranquilizer. Mirtazapin sollte unter gar keinen Umständen zusammen mit Tranquilizer genommen werden, wie Diazepam, Valium und was es da alles so gibt, weil sich das gegenseitig auch sehr stark beeinflusst und soll deswegen nicht zusammen kombiniert werden. Medikamente wie das Halbmetall Lithium, das oft eingenommen wird bei bipolaren Erkrankungen, sollte auch nicht mit Mirtazapin kombiniert werden, auf gar keinen Fall. Das gleiche gilt übrigens für moderne Neuroleptika, da sollte es auch nicht, vor allem solche Neuroleptika, die auch sehr stark sedieren würden und müde machen, auch unter gar keinen Umständen miteinander kombiniert werden, weil das Ganze sich auch gegenseitig beeinflusst. Und zu guter Letzt ist es auch noch sehr, sehr wichtig, aufpassen bei Medikamenten wie zum Beispiel aus dem Opiatenbereich, da auch nicht. Das gleiche gilt aber auch für Tramadol und für das Medikament Venlafaxine. Sollte man eventuell, wenn man das irgendwie gleichzeitig nehmen will oder sollte, auch auf jeden Fall mit seinem Psychiater vorher abklären. Wirkt eigentlich Mirtazapin? Also Mirtazapin wirkt eigentlich bei der ersten Einnahme sofort. Also du nimmst das Medikament, und du wirst eine Wirkung merken nach ca. 15 bis 20 Minuten. Aber diese Wirkung ist nicht so, dass du sagst, jetzt verschwindet sofort meine Depression oder sofort meine Angststörung oder meine Zwangsgedanken. Das ist auf gar keinen Fall so. Du wirst aber nach 15, 20 Minuten sehr, sehr müde werden. Und was noch sehr, sehr wichtig ist, solltest du in den letzten 2 Wochen davor irgendwann mal irgendwelche Medikamente aus dem Bereich der Maohämmer genommen haben, darfst du dieses Medikament bitte nicht nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also das heißt, innerhalb der letzten 2 Wochen, innerhalb der nächsten 2 Wochen, also in diesem 4-Wochen-Bereich, auf gar keinen Fall irgendwas kombinieren zwischen Maohämmer und Mirtazapin. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig zu wissen. Jetzt komme ich ganz kurz noch zu den Bereicherungsformen, das heißt, wie viel Milligramm in verschiedenen Packungen gibt es das Mirtazapin und wie ist das anzuwenden. Da gibt es einmal
Die kleinste Packung, das sind die 15 Milligramm. Danach gibt es die 30 Milligramm, die sind stärker. Und die Höchstdosis bei Mirtazapin sind 45 Milligramm. 15 Milligramm in der leichtesten Dosis, wenn du damit anfängst, das ist jetzt meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, wenn du gar nicht Mirtazapin genommen hast und dann fängst du an, Mirtazapin zu nehmen und du nimmst 15 Milligramm, da wird es dich schon richtig wie vom anderen Stern irgendwo hin katapultieren. Du wirst richtig müde werden und wirst extrem viel schlafen und dich einfach praktisch, wenn man so nennt, ausknipsen und dich einfach aus diesem ganzen Gedankenkarussell rausziehen können. Allerdings ist das noch lange keine antidepressive Wirkung. Und jetzt kommen wir zu meinen persönlichen Erfahrungen mit Mirtazapin. Mirtazapin habe ich tatsächlich selber genommen. Mirtazapin habe ich aber nie genommen, dass man sagt, als eine komplette Langzeitbehandlung. Ich habe es tatsächlich, als ich damals das Escitalopram genommen habe, als Zusatzmedikament am Abend genommen, um praktisch runterzukommen, wenn es mir extrem schlecht ging, weil ich das damals noch nicht meine Utensilien und meine Tools hatte, um mir selber zu helfen. Das heißt, ich wollte dann irgendwann mal einfach nicht mehr, dass ich so schlimm leide, und Mirtazapin hat mich da tatsächlich aus dem Verkehr gezogen und wie schon gerade erwähnt, dazu gebracht, dass ich ganz gut schlafen konnte. Aber, jetzt hör mir genau zu, so habe ich es gemacht, das ist aber nur meine persönliche Erfahrung. Ich hatte die niedrigste Dosis zu Hause und das ist die mit 15 Milligramm. Und davon habe ich tatsächlich nur ein Drittel genommen, also von der niedrigsten Dosis. Also ich habe für 7,5 die Hälfte genommen und davon die Hälfte. Das hat mir vollkommen gereicht, um sehr gut schlafen zu können, wenn ich unter starken Schlafproblemen gelitten habe. Was mir passiert ist, und das habe ich auch schon vorhin gesagt, ich habe so einen extremen Appetit bekommen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hunger, 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 und das ist jetzt nicht unbedingt so gut, ne? Also jetzt in meinem Fall war es nicht unbedingt so gut, weil ich es nicht als Ziel hatte, irgendwie 30 Kilo Masse zuzulegen, und du nimmst dann nicht unbedingt an Muskelmasse zu, sondern an Wasser, Fett und alles mögliche. Also das kann ich da, naja, nicht unbedingt so begrüßen. Die Müdigkeit unterm Tag, nach dem Tag, wenn ich zu viel genommen habe, fand ich extrem störend und überhaupt nicht gut. Das ist zumindest mein subjektives Erleben. Ich muss sogar sagen und kann sagen, wenn ich zu viel genommen habe, was selten war, aber das war wirklich echt sehr, sehr selten, aber wenn es ein bisschen zu viel war, weil ich mir ein bisschen zu viel runtergeschnitten habe, fand ich mich am nächsten Tag so richtig schwermütig K.O. und irgendwie noch depressiver, und das finde ich bei diesem Medikament gar nicht gut. Und da möchte ich eins sagen, nehme auf gar keinen Fall dieses Medikament ein, wenn du nicht zusätzlich noch ein SSRI unterm Tag nimmst, unter gar keinen Umständen, denn das SSRI sorgt dir ein bisschen für eine Antriebssteigerung, Entschuldigung. Und das Mirtazapin ja eben nicht. Wenn du das jetzt mit Escitalopram zum Beispiel nicht kombinierst, dann kann es sein, dass du am nächsten Tag so richtig schwermütig bist, und deswegen würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen. Allgemein zum Schlusswort möchte ich aber sagen, dass ich generell keine Medikamente empfehle und auch keine Werbung mache für Medikamente, weil ich finde, Medikamente sollten eigentlich niemals eine Lösung sein, denn man sollte es immer so schaffen, aus seinen psychischen Problemen herauszukommen. Wenn dich jetzt ähnliche Themen interessieren, was zum Beispiel das Escitalopram ist, verlinke ich dir das einmal hier oben. Wenn dich interessiert, was es für verschiedene Benzodiazepine bzw. Tranquilizer gibt, verlinke ich dir das einmal hier unten. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschalten heute. Mach's gut, dein Juan. Namaste.